Als ich das erste Mal die Augen öffnete, sah ich nichts. Oder eher gesagt, das. Die Wand einer kleinen, weißen Box. Und das war's. Manchmal sah ich dahinter so schwarze Schatten von ganz großen Monstern und ich hörte komische Geräusche, die ich nicht kannte. Später habe ich dann erst gelernt, dass das die Menschen sind. Ich hätte so gerne gewusst, wie es dahinter aussah, aber leider kam ich nicht über die Wand hinüber. Als ich meine Mutter fragte, was dahinter sei, hat sie nur ganz traurig mit den Schultern gezuckt. Alles, was manchmal von draußen reinkam, war dieses fünffüßige Spinnentier, das uns Futter brachte. Dachte ich damals. Heute weiß ich, dass das seine Hand ist. Naja, so lebte ich dann 4 Wochen mit meinen Geschwistern und meiner Mama in der Kiste ohne Fenster. Bis zu diesem einen Tag. Da kam plötzlich eine Hand von oben und griff mich einfach aus dieser Kiste raus. Ich konnte nicht mal Tschüss sagen. Ich habe nur geschrien, Mama, Mama, Mama! Ich hatte solche Angst, aber sie sagte nur, ich wünsche dir alles Gute, Fine. Was war nur los? Mit ganz vielen tausend anderen Kaninchenkindern wurde ich in eine andere Kiste gesetzt. Wir kamen in ein großes Auto und wir wurden weggefahren. Es war heiß und stank und manche, sind halt nicht angekommen. Als wir dann endlich da waren, kam ich ganz allein in eine neue Kiste. Diesmal mit Gitter. Da saß ich nun in einer großen Halle neben großen Maschinen und Schaufeln und Düngern und Haken und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich wartete. Und ich wusste nicht, worauf ich eigentlich wartete. Gab es das eigentlich? Ein Leben für Kaninchen? Ständig liefen Leute vorbei und die Kinder schlugen gegen die Gitter. Das kann einem ganz schön Angst machen. Ich meine, was denken die sich denn dabei? Eines Tages kam eine Frau und sagte, den da nehme ich. Hä? Ganz recht, sie sagte, den da. War denn keinem aufgefallen, dass ich ein Mädchen bin? Hallo! Stunden später saß ich dann in einer weiteren, noch kleineren Kiste mit Schleife neben anderen Kisten mit Schleife. Das war ich nun also wert. Ich wurde einfach verschenkt. Die Wochen zogen ins Land und ich wohnte neben dem Sofa. Ich saß in meiner Zelle, die mit jedem Tag, jeder Stunde und jeder Minute einfach nur kleiner wurde. Manchmal durfte ich etwas laufen gehen, aber das war wirklich nicht genug. Die alte Frau war wirklich sehr lieb zu mir, aber ständig fütterte sie mich mit Sachen, die ich gar nicht vertrage, sowas wie Brot und Kekse. Ich war sogar eine Woche lang richtig krank und musste zum Arzt und bekam eine Menge Medizin. Irgendwann dann kriegten wir Besuch und ich wurde hellhörig. Da war eine, die sprach über mich. Ich hab's genau gehört. Sie sagte sowas wie, so geht das nicht, so kann die hier nicht bleiben, die braucht Freunde und die braucht Frischfutter und die braucht ganz viel Platz. Ich bin fast verrückt geworden, als ich das gehört habe. Abends nahm die alte Frau mich dann zu sich und sagte, Mäuschen, ich hab dich sehr lieb, aber das, was du brauchst, kann ich dir wirklich nicht bieten. Ich denke, es ist besser für dich, wenn du umziehst. Hast du Lust? Klar hatte ich die. Und so kam es dann auch. Ich zog um. Zuerst musste ich zum Arzt, weil die neue Mama meinte, ich sei gar kein Junge, aber lieber nochmal nachfragen wollte. Und siehe da, ich bin Fine, kein Oscar. Und ich hab's gesagt. Und dann durfte ich endlich zu den anderen Kaninchen. Leider mochte mich bis auf Maxi keiner. Am Anfang waren die anderen richtig fies zu mir und die haben mich wirklich nur verkloppt. Und da hatte ich mir echt schon überlegt, nee, hier bleibst du nicht. Aber die Monate zogen dann ins Land und ich konnte sie alle überzeugen. Und jetzt sind wir eine richtige, große Familie. Sarah, Bess, Maxi, Meredith, Irmchen, Willi, die Meerschweinchen und ich. Ja, und natürlich auch Katzi, aber der ist, glaube ich, in Alaska. Weiß ich nicht. Kann nichts mehr gehört. Das war meine Geschichte. Bis bald, eure Fine. Tschüss.